Wir sind 3 Studierende der Hochschule Karlsruhe aus den Studiengängen Mechatronik und EO4M und wir stellen das Projekt Fesselflug im Rahmen der Vorlesung über energieeffiziente Mikrocontroller vor. Da unbemannte Luftfahrzeuge große Potenziale in vielfältigen Anwendungsbereichen bieten, finden sie im zivilen Einsatz sowie in der Forschung seit einigen Jahren vermehrt Beachtung. Drohnen unterliegen jedoch zahlreichen Regelungen, die die einfache Nutzung von diesen einschränken. Aus diesen Sicherheitsgründen ist es zum Beispiel untersagt, in der Nähe von Einrichtungen wie Krankenhäusern, Flughäfen oder Grundstücken von Verfassungsorganen eine Drohne zu nutzen. Um zu Bildungszwecken trotzdem abheben zu können, muss eine Drohne dauerhaft eine feste Verbindung zum Boden haben. Ist dies der Fall, so wird aus rechtlicher Sicht nicht von einem Flug gesprochen. Aktuell sind zum Abheben der Drohne mindestens 2 Personen nötig, wie Sie in diesem Video sehen können. Eine Person steuert die Drohne, während eine zweite Person mit einer Angel für die Verbindung zum Boden sorgt. Die Angelschnur ist mit dem Körper der Drohne verbunden und über die Angel auf einer Angelrolle aufgerollt. Ziel der Arbeit ist es, die Bedienung zu vereinfachen und einer einzigen Person das Steuern von Drohne und Schnur zu ermöglichen. Unsere Lösung für dieses Problem ist die Verwendung eines Fußpedals, mit dem die Schnur und ihre Länge zum Boden gesteuert werden. Das Ganze wird mit Hilfe eines energieeffizienten Mikrocontrollers sowie in einem energieeffizienten Gesamtsystem implementiert. So kann eine einzige Person die Drohne mit der Fernsteuerung kontrollieren und gleichzeitig das Fußpedal bedienen. Um diese Aufgabe umzusetzen, mussten wir ein System konstruieren, das sowohl mechanische als auch elektronische Elemente umfasst. Für den mechanischen Teil war das Hauptziel das saubere Auf- und Abwickeln der Schnur. Die Schnur wird um eine Winde gewickelt und die Drehung wird mit Hilfe eines Schrittmotors mit einstellbarer Drehgeschwindigkeit durchgeführt. Eine der Herausforderungen des mechanischen Aufbaus ist die Notwendigkeit, dass sich das Seil frei und mit möglichst geringer Zugkraft abwickeln kann, wenn die Drohne aufsteigt. Aus diesem Grund verwenden wir einen Freilauf. Auf dieser Explosionszeichnung können wir alle Elemente sehen, die den mechanischen Teil unseres Projekts ausmachen. Wir haben 4 Kunststoffteile mit einem 3D-Drucker ausgedruckt: eine Winde, eine Motorhalterung, eine Lagerhalterung und eine Abdeckung, mit der ein Verfangen der Schnur in den rotierenden Teilen vermieden wird. Diese Druckteile wurden anschließend aufbereitet, damit sie mit den beschafften Bauteilen verbunden werden konnten. Hier sieht man, dass sich in unserer Winde ein mechanischer Freilauf befindet. In einer Richtung lässt dieser eine Relativbewegung zwischen Welle und Nabe zu und in der anderen Richtung nicht. Das Ganze kann vergrößert an einem Modellteil betrachtet werden. Man erkennt 2 Kränze aus Wälzlagern, die radiale Kräfte aufnehmen können. Diese Wälzlager drehen sich ohne Widerstand mit. In der Mitte sind Rollen zu erkennen, die von einer Feder in einer Richtung angepresst werden. Durch einen Kraftschluss kann dann in einer Richtung ein Drehmoment übertragen werden. Bei der Elektronik geht es vor allem darum, das Pedal mit dem Windensystem zu verbinden. Über eine Zahnstange wird die Kippbewegung des Pedals auf ein Potentiometer mit Zahnwelle übertragen. Das entstehende Signal wird dann von einem Lolin32 Mikrocontroller gemessen. Dieser wurde mit der Arduino IDE programmiert. Das Ansteuern des Schrittmotors erfolgt durch einen DRV-8825-Treiber. Bei Überschreiten eines Schwellenwerts am Pedal wird der Treiber aus einem energieeffizienten Sleep Mode geweckt und bestromt den Schrittmotor. Dadurch entsteht eine Drehbewegung und das Seil kann aufgewickelt werden. Die Energieversorgung für den Mikrocontroller und den Schrittmotor übernehmen dabei Akkus. Bei der ersten Inbetriebnahme des Systems traten einige Fehler auf. Diese konnten darauf zurückgeführt werden, dass die Messwerte des Potentiometers nicht verlässlich waren. Eine Demontage des Potentiometers mit anschließender Reinigung konnte dieses Problem beheben.
Für die Zukunft empfehlen wir jedoch, das Potentiometer zu ersetzen. Neben dem Potentiometer haben auch die Motortreiber Probleme bereitet. 2 dieser Treiber sind beim ersten Anschalten der Batteriespannung sofort durchgebrannt. Bei genauerer Betrachtung fällt an beiden Treibern auf, dass es einen Kurzschluss am integrierten Schaltkreis gibt. Dies ist hier im Bild zu sehen. Die schritthafte Drehbewegung des Motors regt das System zu Schwingungen an. Bei sehr geringen Drehgeschwindigkeiten tritt eine Resonanz auf. Charakteristisch für eine solche Resonanz ist eine Phasenverschiebung zwischen der Anregung und der Antwort des Systems. Hier äußert sich die Phasenverschiebung in einem gegensinnigen Drehsinn zwischen Motor und Windenrad. Obwohl der Motor in diesem Punkt im Uhrzeigersinn dreht, bewegt sich das Windenrad also wie von Geisterhand getrieben gegen den Uhrzeigersinn. Dieses Phänomen schränkt den Betrieb jedoch nicht ein. Ein schnelles Durchfahren der kritischen Drehzahl verhindert die gegensinnige Drehung. Alle projektbezogenen Inhalte und Dokumente wurden auf einer Webseite festgehalten. Eine mögliche Erweiterung des Fesselflugs ist die Energiezufuhr vom Boden zur Drohne. Dieser Aspekt wird im Forschungs- und Entwicklungsprojekt Rope Control weiterentwickelt und auf einer weiteren Webseite dokumentiert. Wir bedanken uns an dieser Stelle bei der Hochschule Karlsruhe und insbesondere bei Professor Walter für die Unterstützung im Projekt.